Herzlich willkommen zur neuen Folge von Gerrits Tagebuch. Die letzte, die habe ich beendet mit so klein fahrenden Schiffen mit unserer Formel-1-Technik, nenne ich es mal so. Und deswegen fange ich die neue genau hier an, denn wir haben uns jetzt entschlossen, dass diese kleine Überraschung hier reinkommt und dann von der Anlagenkante wirklich gesteuert werden kann. Hier reinkommen ist Mini-Italien. Wir hatten ja das Problem, dass wir können gar nicht ganz Italien in einem Bauabschnitt darstellen. Und deswegen kam die Idee, wir machen einen kleinen Freizeitpark. Und diese Herausforderung, Modellbau im Modellbau oder Modell im Modellbau, hattest du, Bobby. Ja. Gefühlt hast du monatelang dran gesessen, immer mal wieder. Wie war es in der Summe? In der Summe, naja, so 2 Monate. Auf jeden Fall faszinierend. Der kleine schiefe Turm von Pisa ist bei uns rausgefallen, weil Pisa insgesamt sonst zu groß geworden wäre. Es ist tatsächlich so alles, was man sonst vermisst hätte. Ja, ist hier drin. Das heißt, Ja, du ist hast fast ganz Italien gebaut. Ich habe fast ganz Italien gebaut. Aber am aufwendigsten war für mich diese Steine. Also erstmal Gips, dann rausgeschnitzt, einzelne Steine, und dann musste ich jeden einzelnen Stein selber anmalen. Weil auf den Fotos waren die auch alle sehr bunt und wir wollen ja original. Ja, Wahnsinn. Okay. Ja. Und das Wasser fehlt noch. Das Wasser fehlt noch ganz zum Schluss, weil Ja. da noch einiges ran muss. Und die Monorail hier, die Schwebebahn fehlt noch. Ich habe sie schon fahren gesehen. Wir werden sie in einer der nächsten Folgen irgendwann mal behandeln. Und apropos hier Wasser, ne? Mhm. Ich habe also Baywatch auf Italienisch hast du mir wohin Genau, gezeigt. ja. Das ist dann hier so ein Baywatch-Boot und da fahren die dann auf den See oder aufs Meer, wenn da einer ertrinkt. Also wenn sie rechtzeitig ankommen, ist die Idee nicht schlecht. So Ist- eine schöne schwimmende Plattform, aber Ist nicht schlecht. da musst du rudern, Ja, wenn da jemand ist. das dauert eine ganze Weile, ja. Und ich habe geguckt im Internet, also alle Strände waren immer nur mit so einem Boot belegt, kein Motorboot oder irgendwie. Kann natürlich sein, dass sie sowas haben. Gehe ich auch mal von aus, weil das wäre ja also wirklich ein Lacher. Ja. Bin gespannt. Ich Okay. auch. Bitte. Wir gehen mal zu Jens weiter. So, wir sind jetzt hier bei Jens, spätestens seit Bella Italia Teil 9 war das, glaube ich, kennt ihr ihn, nämlich wie lange es dauert, ein Spezialauto, also einen Prototypen zu bauen, den es noch nicht zu kaufen gibt. Und wir haben uns ja letzte Woche zusammengesetzt und überlegt, was wollen wir denn für Italien gerne haben, und die Liste war 200, 300 Ich habe sie hier liegen. Das sind, glaube ich, da ist sie. ungefähr 300 Autos, die wir noch brauchen für Italien. Ob das spezielle Busse sind oder Kehrmaschinen, ob das Feuerwehr natürlich, eine Menge drin vorkommt. Es sind ganz viele Autos, die man einfach so am Markt nicht kaufen kann. Und das bedeutet wirklich Einzelanfertigung. Wir haben zwar... Ich bin ganz froh, dass du gerade hier bist, denn ich muss dir dringend zeigen, den neuen Fiat Punto. Da haben wir ein Modell von Jens Müller bekommen, das hat er für uns gebaut. Ich muss zugeben, das ist genau das, was mir auch immer Spaß gebracht hat. Als wir die Liste durchgegangen sind, dieser wirklich 200 bis 300 Einzelanfertigungen, jetzt macht Jens die. Ich hoffe, dass er nach einem Jahr auch noch so grinst wie jetzt. Ja, hier, Lamborghini als Polizei, das ist natürlich der absolute Hammer, der Kracher. Ich würde ihn so gerne auf der Autobahn mal hinter mir haben, aber der kriegt ihn nicht. Mit Den meinem hat kleinen Leo gebaut. Elektroauto. Ja, viel Spaß noch. Super, wir gehen Alles mal klar. weiter. Danke. Jo, bis denn. Jetzt wird man sagen, wenn man sich das hier anschaut, gleich in Rom hat sich nicht viel getan. Aber das stimmt nicht, weil wir haben, das sieht man nur nicht richtig, sind alle Brücken hier sind fertig, es sind die ganzen Straßen fertig, die Straßenbahn ist fertig. Das heißt, für uns ist das so der Zeitpunkt, dass der nächste Schritt ist, Häuser bauen, Häuser bauen, Häuser bauen. Das heißt, da sind zwar noch ein paar archäologische Ausgrabungen da hinten. Es wird ungefähr ein halbes Jahr in Rom wirklich der Hausbau dominieren. Und dann, wenn wir anfangen, die ersten Häuser hier wieder draufzusetzen, dann geht es hier erst weiter. Der Hauptbahnhof sind alle Gleise verlegt und auch hinten in der Toskana dominiert momentan der Gleisbau. Und es geht in Ligurien, wenn der Gleisbau da weiter ist, dann bekommt die Toskana und Ligurien ihre Landschaft. Da freue ich mich schon drauf, weil das wird auch ein spannendes Thema, das von den Farben hinzubekommen. Wir haben uns hier entschlossen, dass wir Rom noch ein ganz klein bisschen in diese Richtung verlängern, damit es schlüssiger ist. Und dann hier langsam in die Bergwelt übergehen, um den Anschluss an Monaco zu finden. Monaco wird unser nächster Bauabschnitt. Das heißt, wir werden zwischenzeitlich hier kurz einmal mit den Zügen wenden und später in einigen Jahren dann wirklich bis nach Südfrankreich durchfahren. Und was hat sich bei Venedig getan? Nicht viel. Auch da sind wir momentan primär hinter den Kulissen tätig. Aber hier sind die ersten Gleise gelegt. Venedig wollen wir ungefähr im Sommer diesen Jahres soweit sein, dass man das erste sehen kann. Hinten die Marmorwerke sind wir auch hinter den Kulissen fleißig dabei mit der ganzen Verladung und der Standseilbahn und so weiter. Kann man auch noch nicht zeigen. Das
Castello Aragonese, das hatten wir eigentlich als ganz normalen Modellbauteil geplant und dann irgendwann festgestellt, da gibt es die St. Anna-Festspiele oder das St. Anna-Fest einmal im Jahr. Und wenn man sich da bei YouTube die Bilder anschaut, wie das aussieht, da wird nämlich ein historischer Brand des Schlosses nachgestellt einmal im Jahr mit bengalischem Feuer und so weiter. Und da haben wir uns an die Arbeit gemacht und haben gesagt, wir müssen mal eine etwas andere LED-Technik uns ausdenken, wie wir Feuer darstellen können. Und die werden wir vervielfältigen, hier einbauen, mit Rauch kombinieren und das Ganze wird am Ende ein Knopfdruck. Da bin ich super gespannt drauf. Das wird nachts, glaube ich, ziemlich realistisch aussehen. Da freue ich mich drauf. Darum ist Sönke am Begrünen. Die Amalfiküste wird grün, würde ich jetzt normalerweise sagen, aber das stimmt ja bei Italien nicht, ne? Ja, es gibt ja ganz viele verschiedene Grüns, ne? Es gibt viele schöne, aber wir versuchen deutlich heißer und trockener zu werden als das, was wir in der restlichen Anlage bis jetzt gezeigt haben. Und ja, es liegt einfach daran, dass man Italien, Sonne, alle sind gut gelaunt. Und wenn es dann so richtig schön, ich sag mal, so einen europäischen Laubwald gibt oder so einen Kiefernwald, und das ist in Italien halt ganz anders, da wachsen keine hohen Bäume, sondern es sind vieles Buschwerk, vieles alles nur so in 4 bis 8 Meter maximal, nicht diese Wälder, die wir kennen. Und das ist im Moment die Herausforderung zu sagen, okay, welche Farben nehmen wir, was wollen wir damit zeigen und das ist im Moment neben der Enge und dem Platz, den man hier hat, die größte Herausforderung. Und ich fand spannend, dass du mir erzählt hast, dass du die Herausforderung tatsächlich annehmen möchtest, dass du die Sonnen- und die Nicht-Sonnenseite im Grün diesmal versuchen möchtest, eindeutig darzustellen. Genau, also das ist mal so ein Ziel, dass man sagt, okay, man erkennt mal doch, von wo käme denn die Sonne? Nicht nur mit unserem Deckenlicht, sondern dass wir mal sagen, okay, es gibt so einen Punkt, da steht die Sonne. Und wir versuchen das mit so einer Sonnenseite und einer Schattenseite zu machen. Und die Schattenseiten sind bei uns dadurch saftiger und mehr bewachsen. So wie die Mulde zum Beispiel da hinten. Ja, genau. Das ist so eine Ecke, wo man einfach sagt, da knallt die Sonne nicht so drauf, weil das alles in so einem Schatten wirft und so. Das ist die Amalfiküste, die entsteht immer weiter, wird immer weiter begrünt. Züge sind ja schon fertig, es beginnt hier wirklich schon der Endschliff fast schon. Das heißt, der absolute Schlusspunkt ist das Setzen der Szene und der Figuren. Das fehlt noch, das sparen wir zum Schluss auf. Genauso wie Venedig, das sind die Sachen, die mit am meisten Spaß machen, mir zumindest. Das ist das Einzige, was ich den ganzen Tag mache. Wechseln. Ja, Aufsatz wechseln. Aufsatz wechseln, Farben wechseln. Oder wir begrünen, wie wir es früher gemacht haben. 2 Farben. Nein, das war's. Tada! Hier kommen wir an dem ersten neuen Bauwerk vorbei. Das ist der Petersdom mit seinen Nebengebäuden und hier seiner Hauptkuppel. Und Sönke wird jetzt hier mit dem Schnee, wird das ein Knopfdruck? Ja, das hatten wir so vor. Cooler Schuppen, echt gut geglückt. So, die Amalfiküste, erste Gebäude werden eingebaut, ruht ein bisschen. Die Herausforderung mit den unterschiedlichen Felslandschaften hatten wir ja in einer der letzten Folgen. Ist uns, glaube ich, ganz gut geglückt, aber hier. Die Modellebauer hatten Sisyphus-Arbeit zu leisten. Diese alten Ruinenmauern in der Menge herzustellen, die alte Brücke, darüber die Schnellbahntrasse. Aber es sind die Trolleyhäuser, die hier entstehen. Da freue ich mich auch drauf, wenn das fertig ist, dieses Dorf. Denn dort wird eine alte Olivenpresse eingebaut. Und die werden wir mit einer großen technischen Herausforderung versuchen, in Betrieb zu kriegen. Und das wird die nächste Bella Italia-Folge mit Hendrik zusammen. Die müsst ihr euch mal unbedingt anschauen. Aber ich brauche nur einen Schritt weiter zu gehen. Da bin ich bei meinem größten Problem gerade, dem Vesuv. Wir wollen das unbedingt hinbekommen, dass die Lava aussieht wie Lava und darunter fließt. Da sind wir auch guter Dinge. Wir kämpfen momentan aber mit der Förderung der Lava wieder nach oben. Und da haben wir gerade letzte Woche ganz viel getestet und das schaut euch mal an. Ja, das Entscheidende ist, das ist der Versuch, wir haben lange darauf gewartet, auf dieses Rohr, bis das gefertigt war und so weiter. Das ist der Versuch, den Sand nach oben zu befördern. Wenn er dann runtergerutscht ist auf der Lavarutsche, muss er ja irgendwann wieder hoch. Das Problem ist, wenn er jetzt die ganze Zeit einfach nur fördert, bildet sich hier drin immer noch ein Tunnel. Das heißt, es muss auf jeden Fall irgendwas konstruiert werden, was den Sand gezielt zur Schnecke reindrückt. Guck mal, wenn ich nachdrücke, dann fördert er ihn natürlich schön weg. Aber es hat eher was vom Fleischwolf, was da oben rauskommt. Hier kommt momentan nur Fitzel an. Es darf ja nicht darunter rieseln. Wenn du von unten das immer wieder reindrückst, müsste er das andere nach außen schieben. Wenn du es hinten eine Seite begrenzt, müsste es gezielt zu einer Seite zu lenken sein. Das können wir ja testen. Es darf ja nicht fallen. Es muss jetzt hier irgendwas drunter sein, wo es rüberläuft. Wenn ich jetzt hier weiter nachschiebe, das Zeug permanent. Ja, dann geht es eigentlich ganz gut in Gang. Aber das würde ja theoretisch ein Förderband mit gutem Haftung
und hier ist das Förderband zu Ende, auch vielleicht schaffen. Also wenn hier es glatt ist und das Förderband Haftung hat, schiebt es das Zeug ja immer langsam in die Richtung und schiebt es vorne. Förderband entfällt aber, weil wir dann einen Durchgang für die Gäste haben. Hier läuft das Rohr durch Ja. und das öffnet sich immer, dann kann was nachrutschen und drückt es wieder. Einiges wird in die Spirale reingedrückt, einiges rutscht nach oben wieder weg. Ja. Oder halt ein Teil, was es wirklich genau so rein verdichtet. 2 Halbschalen, was es so in die Spirale reindrückt. Wenn man dann sozusagen, das Ding hat sich einen Tunnel gegraben, man löst einmal alles auf, mischt es neu und er kann sich neues, lockeres greifen. Das hier ist die Spirale und du schmeißt jetzt einmal einen Haufen zu, dann wird er sich erstmal was greifen. Ja, im ersten Moment, sicherlich, ja. Dann lässt es nach unten wegfallen als Beispiel oder machst es wieder so und schiebst es wieder oben wie eine Waschmaschine, wie eine Waschmaschinentrommel. Es ist einfach nur genial, das Zeug. Bleibt total solide. Und hier macht er das. Hat sich sofort aufgelöst. Man muss ihm aber dann einmal einen Impuls geben irgendwie. Ich glaube, diese Baustelle wird aufwendiger als geplant. Ja, ihr seht, am Vesuv werden wir noch viel, viel Spaß haben. Genauso wie mit Pompeji. Da haben wir uns jetzt entschieden, hier am Fuß von diesem fertigen Sandsteinberg, ich wollte das einmal kurz zeigen, dass ich diese Felskante so wirklich herrlich finde. Die ist top gelungen und die Serpentinen mag ich. Und am Fuß wird Pompeji sein. Und da haben wir uns entschieden, etwa 1/3 wird historisch sein, vor dem Vulkanausbruch. Dann ist hier die eine Hauptstraße von Pompeji und der Rest wird so sein, wie der Tourist heutzutage in Italien Pompeji besuchen kann, also als Ruine. Ja, ein spannendes Thema hatten wir noch, hat viel, viel länger gedauert als erwartet, aber der Transrapid ist im Dauerbetrieb und da würde ich sagen, gehen wir jetzt mal hoch. Ja, es ist einige Monate her, da haben wir euch vom Transrapid erzählt, dass wir kurz davor sind, dass wir den zum Dauerbetrieb übergeben können. Weit gefehlt. Erstens gab es noch viele Probleme mit dem Chassis und mit dem Antrieb und vor allen Dingen auch mit der Strecke. Zweitens gab es ganz viele andere Baustellen im Wunderland, aber heute ist es soweit. Ich habe sehr viel programmiert, ihr habt sehr viel gebaut und jetzt hoffen wir mal, dass wir das erste Mal das Ganze zusammenbringen und einen vernünftigen Dauerbetrieb ausprobieren können. Weil das ist ein bisschen komplexer, denn der hat einen Akku drin, der muss also geladen werden und die Besucher sollen ja den Knopfdruck drücken können, dass der wirklich als Knopfdruckaktion startet. Es ist doch nicht wahr, ey. Welche Farbe sagt denn jetzt der Knopfdruck? Ich stehe die ganze Zeit davor, er ist definitiv rot. Also auch in der Lichtsteuerungssoftware wird da komischerweise grün angezeigt. Ich habe auch Ladekontakt jetzt erst bekommen. Drück ihn mal bitte. Ich drücke jetzt und er fängt an zu wabern und der Zug fährt los. -4, -5, -6, -7, -8, -9. Er hängt irgendwo an der Schiene. Er hat gerade ganz kurz durchgedreht und dann ist es wieder angehalten. Okay, das Problem muss im Fahrzeug liegen, weil es, wie du siehst, überall passiert. Ich fahre gerade Vollgas zurück. Er wird jetzt, der Mann gleich kommt. Sobald er los ist, schnell halte ich ihn an. Sah gar nicht schlecht aus ab dem Moment, wo er fuhr, oder? Nee, es sah ziemlich gut aus. Es war eventuell ein bisschen ruppig in den Bahnhof rein, weil er nun gegen die Poller gefahren ist, aber es war alles okay. Sorry, das war zu schnell. Das sah aus, als könnte was kaputt gegangen sein. Der Knopf ist gerade wieder auf grün gegangen. Okay, ich drücke jetzt und er wabert. Und fährt los, okay. Der Knopf ist anbei übrigens wieder grün. Soll ich mal versuchen, ihn zu holen? Mach das mal. Diesmal bremst er. Er scheint an dieser Stelle immer noch ein bisschen zu hängen. Tja, schade. So, ich bin unten losgegangen, habe euch erzählt, ich gehe mal zum Transrapid, der jetzt im Dauerbetrieb läuft. Ich habe eine Woche hier hochgebraucht, könnte man denken. So war es nämlich auch, denn ich bin hochgekommen und der Transrapid war mittlerweile nicht mehr da. Was hatte sich herausgestellt? Der Dauerbetrieb hatte 1-2 Stunden gedauert, dann ist das nächste Problemchen gekommen. Wir haben dann wild getestet den Nachmittag noch. Und dann habe ich da am Ende auch noch einen kleinen Fehler gemacht, habe vorwärts und rückwärts vertauscht, weil wir das noch nicht so gewohnt sind mit dem Rückwärtsfahren. Und hat fürchterlich gescheppert, da musste er noch mal wieder in die Werkstatt. Aber es stellt sich heraus, wir fahren hier ganz ordentlich, es sieht auch ganz nett aus, also ihr seht ja jetzt gerade Bilder. Aber so jede 50. Fahrt stellt sich doch noch mal ein kleines Problemchen ein, wo wir dann teilweise länger knobeln, um es zu finden. Ich bin es noch nicht ganz so gewohnt, im Dauerbetrieb oder im Automatikbetrieb rückwärts zu fahren.
Und die Strecke ist schon 10 Jahre alt und vielleicht sollten wir sie doch noch mal komplett überholen. Und es war vielleicht etwas zu optimistisch mit unseren Versuchen von vor 10 Jahren, auf der Strecke jetzt einfach mal eben mit unserer neuen Technik und neuen Erkenntnissen Transrapid im Dauerbetrieb hinzukriegen. Aber er fährt oft, er wird immer öfter fahren und irgendwann ist das Thema auch erledigt. Auf jeden Fall freue ich mich auf den 16.03., da sind wir alle ganz nervös. Da wird der DOSB entscheiden, ob Berlin oder Hamburg der Bewerber für die Olympischen Spiele ist. Da könnt ihr uns mal ganz doll die Daumen drücken. Wir haben uns noch überlegt in der letzten Woche, dass wir die Bella Italia-Folge über die Olivenfabrik eine Folge später machen und eine schöne modellbauerische Folge über die Ruinenstadt vorziehen. Da könnt ihr mal schauen, das wird aber noch ein bisschen dauern, bis die herauskommen. Und ansonsten freue ich mich bis zum nächsten Mal. Sage vielen Dank fürs Zusehen und Arne erzählt euch noch ein bisschen was über die Technik des Transrapids. Tschüss. So, wie Gerrit schon gesagt hat, zeige ich euch jetzt mal das Innere des Transrapids, die Technik. Und erkläre ganz kurz angeschnitten, wo das Hauptproblem ist, weswegen wir es oben immer noch nicht im Automatikbetrieb fahren können. So, wir haben hier einmal den Motorwagen und den Akkuwagen. Da ist alles okay, Akku funktioniert. Wir haben hier kurz den Motor, die Flugzeugplatine und eine Sonderplatine. Diese Platine ist nämlich nicht für die Spannung ausgelegt, die der Motor braucht. Das heißt, wir haben keine Kraft. Dadurch müssen wir diese Platine einbauen. Und da ist nämlich jetzt das große Problem, dass die beiden sich mit dem Infrarotsystem nicht so ganz verstehen. Und das allergrößte Problem ist, das ist ja eine Flugzeugplatine, der Zug ist aber ein Auto und die Platinen können zwar rückwärts fahren, aber nicht im Automatikbetrieb und wir müssen halt hin und her fahren, sprich wir müssen rückwärts fahren. Und das ist somit das Hauptproblem. Und trotz einiger Rückschläge bin ich immer noch recht zuversichtlich, dass wir das noch zum Laufen kriegen, weil wir einfach Bock drauf haben so und Probleme kennen wir nicht, das sind nur Herausforderungen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir auf jeden Fall schon, das mal zu testen, zu zeigen und ich bedanke mich fürs Zuschauen.